Korpuszwingen mit einem Druck von bis zu 800 Kilogramm, Schnellspannzwingen aus Aluminium oder Hebelzwingen zur schnellen Fixierung in Führungsschienen. Aber auch viele weitere Zwingen, wozu sie dienen und wie man sie verwendet. Auf geht's! Hallo, ich bin Benji von IGM und heute werden wir über Zwingen sprechen. Welche Arten von Zwingen haben wir? Welche Vorteile haben sie? Und vor allem, welche Zwinge sollte wofür verwendet werden? Massive Korpuszwingen mit enormer Spannkraft. Schnellspannhebelzwingen zum Spannen mit nur einer Hand für Führungsschienen. Aluminium-Schnellspannzwingen zur einfachen und schnellen Fixierung von Teilen. Rohrschraubzwingen, die in keiner Werkstatt fehlen sollten und deren Länge ihr je nach Bedarf anpassen könnt. Exzentrische Holzklemmen, die besonders bei Modellbauern und Herstellern von Musikinstrumenten beliebt sind. Und schließlich Klemmen zum Zusammenziehen und Kleben von Rahmen. Wir beginnen mit den beliebtesten und stärksten Zwingen. Das ist die massive Korpuszwinge von IGM. Sie sind vor allem wegen der extremen Spannkraft von bis zu 800 Kilogramm beliebt. Im Gegensatz zur Konkurrenz verfügt diese Klemme über einen klappbaren Hebelgriff, um eine höhere Spannkraft zu erzeugen. Die 95 mm tiefen Spannflächen aus Kunststoff verhindern Beschädigungen des Teils beim Anziehen und bleiben im gespannten Zustand vertikal und üben über die gesamte Backenlänge den gleichen Druck aus. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass diese Zwingen problemlos auf einer Werkbank oder auf einer Unterlage platziert werden können, ohne zu kippen oder zur Seite zu fallen. So könnt ihr die Teile einfach zum Verleimen auf die Zwingen legen und diese dann nur noch festziehen. Mit diesen Zwingen könnt ihr nicht nur festziehen, sondern auch spreizen, die Backe einfach umdrehen und ganz ohne Werkzeug wieder aufsetzen. All das könnt ihr beim Verkleben von Leimholzplatten, Möbelkorpussen oder auch beim Einbau von Türrahmen nutzen. Als passende Ergänzung zu den massiven Korpuszwingen kann ich unsere Querverbinder empfehlen, die sich beispielsweise zum Verkleben von Rahmen und Rahmenkonstruktionen eignen. Ihr findet die Zwingen bei uns in 3 Längen: 60 cm, 1 Meter und 1,5 Metern. Sehr ähnlich sind diese Korpuszwingen, die sich hervorragend für kleinere Korpusse oder Teile eignen, bei denen eine geringere Spannkraft ausreicht und die sich aufgrund ihres geringen Gewichts einfach benutzen lässt. Die Tiefe der Backen beträgt hier 80 mm und wir haben hier keinen Klappgriff, die maximale Spannkraft ist also geringer. Auch diese Klemmen verfügen im gespannten Zustand über senkrechte Kunststoffbacken und stehen hervorragend auf dem Tisch. Auch hier lässt sich die Klemmbacke ausfahren und zum Ausweiten umgekehrt aufsetzen. Wir bieten sie in 2 Längen an, 30 und 60 cm. Das waren also die Korpuszwingen und jetzt schauen wir uns die Schnellspannhebelklemmen an. Der Hauptvorteil von Hebelklemmen ist die hohe Spannkraft und das Schnellspannsystem mit einer Hand. Dies werdet ihr besonders zu schätzen wissen, wenn ihr Bohr- oder Frässchablonen und Vorrichtungen anbringen oder wenn ihr alleine arbeiten und ein Bauteil mit einer Hand halten müsst. Beispielsweise beim Zusammenbau von oberen Küchenschränken. Diese Klemmen haben Backen aus weichem Kunststoff, sodass sie das Teil nicht beschädigen. Die Klemmen sind in mehreren Größen erhältlich: 120 x 60, 160 x 80, 200 x 100 und 300 x 120 mm. Der erste Wert gibt die Länge der Klemme an und der zweite die Tiefe der Backe. Die Spannkraft der Zwingen beträgt 220 Kilogramm bei der kleinsten Variante und bis zu 430 bei der größten Zwinge. Diese Hebelzwinge basiert auf demselben Prinzip und verfügt über einen speziell geschmiedeten massiven Arm, der zum sicheren Halten von Festool, Protool, Metabo, Makita und Hitachi Aluminium Führungsschienen dient. Der in der Leiste eingesetzte Spannarm hat einen Querschnitt von 12 x 7,4 mm und ist für T-Nuten mit den Maßen 12,7 x 8 mm geeignet. Eine weitere Verwendung dieser Klemmen ist die Fixierung des Werkstücks am Lineal von Gärungs- und Kreissägen sowie zum Spannen von Teilen auf modularen Lochtischen vom Typ MFT. Eine weitere Zwinge aus unserem Angebot ist die Alu-Schnellspannzwinge. Durch die Backen aus Aluminium erreichen sie einen höheren Klemmdruck und vor allem eine lange Lebensdauer, im Gegensatz zu Zwingen mit Kunststoffbacken, die leicht platzen können. Ihre großen Backen mit Kappen aus weichem Kunststoff eignen sich besonders für die Montage, zum Beispiel beim Bohren von Gehäusen oder beim Zusammenbau von Schränken. Dank der drehbaren Backen könnt ihr sie auch zum Spreizen oder Anheben des Schranks verwenden, um die Höhe der Beine anzupassen ab 165 mm. Diese Klemmen sind in 3 Längen erhältlich, zum Klemmen von Teilen mit einer Länge von 150, 450 und 600 mm. Zwingen, deren Länge ihr je nach Bedarf selbst anpassen könnt, sind diese Raubschraubzwingen mit gusseisernen Backen.
Die IGM Rohrschraubzwingen passen auf Wasserrohre aus Stahl mit G3/4 Zoll Außengewinde, die üblicherweise in Sanitärgeschäften erhältlich sind. Je nachdem, wie lange Rohre ihr auf diese Zwingen schraubt, ergibt sich die Länge der ganzen Zwinge. Ihr könnt eine Zwinge von einer Länge von 300 mm auf beispielsweise 2 bis 3 Meter nach euren Wünschen anpassen. Ihr könnt diese also für fast alles verwenden, zum Beispiel zum Kleben von Fugen, zum Kleben von Frontseiten von Betten oder massiven Türen. Dank zweier Beine steht diese Klemme stabil auf der Oberfläche und dank der beiden vorgebohrten Löcher an der gusseisernen Backe könnt ihr beispielsweise eine weitere Holzbacke anschrauben, um das geklemmte Teil vor Quetschungen zu schützen. Weitere Zwingen im IGM-Angebot sind exzentrische Holzzwingen. Diese Zwingen haben Hartholzbacken und Führungsstangen aus verzinktem Stahl. Um die Spannbacken möglichst schonend zu eingespannten Teilen zu machen, sind die Holzbacken zusätzlich mit Korkauflagen versehen. Das Spannen der Holzzwingen erfolgt über einen Holzhebel, der dank seiner exzentrischen Form die Teile fest, aber schonend zusammenklemmt. Diese Klemmen sind ideal für Hersteller von Musikinstrumenten, Modellbauern oder Restauratoren. Ihr findet sie in den Längen 290, 390, 490 und 690 mm. Die letzte Art von IGM-Klemmen, die wir heute zeigen, sind Rahmenklemmen. Die erste hat Klemmbacken aus Kunststoff und ein Nylonband mit einer Winde zum Ziehen. Jede der 4 Backen hat 2 klappbare Ecksegmente, die sich an der Form des Rahmens anpassen, egal ob wir den Rahmen von 4, 5, 6 oder mehr Seiten ziehen. Die Spannklemme mit Kunststoffbacken ermöglicht das Einfahren des Rahmens in einem Seitenumfang von bis zu 2,4 Metern. Die zweite Rahmenklemme verfügt über Aluminiumbacken und ist daher steifer und langlebiger. Die Rahmen werden von einem Stahlband mit einer Winde nach unten gezogen. Der Riemen besteht aus hochfestem gehärtetem Stahl und hat abgerundete Seitenkanten, um Schnittverletzungen aus Sicherheitsgründen zu verhindern. Wie auch bei der vorherigen Klemme findet ihr an jeder Backe Kunststoff-Kippsegmente. Mit dieser robusten Klemme können wir Rahmen mit einem Seitenumfang von bis zu 3,6 Metern ziehen und verkleben. Das ist alles zur Einführung der IGM-Klemmen und ich hoffe, auch ihr habt euren Favoriten unter ihnen gefunden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liken und abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!